Das ist der Mobula 6 1S Brushless Tiny Whoop. Für 70 Euro bekommst du den Mobula 6 mit der besten Runcam Nano 3 Kamera, 4 von sehr guten 1S Akkus, ein einfaches USB-Akkuladegerät, eine englische Bedienungsanleitung, 4 Ersatzpropeller, Schraubendreher, Propellerhebelwerkzeug und 6 Ersatzschrauben. Mobula 6 wiegt weniger als 20 Gramm und mit dem Akku flugfertig nur 27,55 Gramm, was extrem wenig ist, da hier ein Gramm Kamera eingebaut ist und der Videosender mit dem FrSky-Empfänger auf dem Board integriert sind. Die Runcam Nano 3 ist die beste TinyWhoop-Kamera. Unten ist etwas Schaumstoff, um die Vibration der Kamera beim Flug zu reduzieren. Links rankt die Videoantenne raus und rechts befindet sich die schwarze Antenne von dem internen FrSky-Empfänger. 1219 Gemfen Propeller sind auf den hier 19.000 kV Motoren, die ich am besten finde, weil man hier über 4 Minuten fliegen kann. Der PH2-Stecker ist der bessere mit vollen Stiften, die genug Strom für den Mobula 6 liefern. Hier braucht man nicht auf BT 2.0 Stecker umzurüsten. Der Bindknopf befindet sich unten. Man kann den Mobula 6 wie dem Meteor 65 auch als FrSky EU LBT binden. Hier ist aber das gleiche Problem da, dass die Bindprozedur über 2 Minuten dauert. Es wird das USB-Kabel eingesteckt, dann der Bindknopf gedrückt, die grüne LED leuchtet jetzt dauerhaft, auf der Taranis wird D16 EU-LBT eingestellt und auf Binden geklickt. Jetzt muss man über 2 Minuten 20 Sekunden warten, bis alle Verbindungsinformationen bei dem FC angekommen sind. Danach werden die Informationen unter Betaflight CLI mit Save gespeichert. Jetzt kann ich den Akku einstecken und der Mobula 6 ist jetzt mit der Funke verbunden. Das Binden in DA-Modus geht wie immer problemlos, zum Beispiel auf der Taranis QX7. Unter Betafly müssen noch ein paar Einstellungen vorgenommen werden. Bei der Konfiguration schalte ich Moto Stop aus und stelle die ESCs auf D-Shot 300 um, weil die kleinen ESCs damit besser fliegen. Und der Empfänger ist bei mir FrSky X LBT eingestellt, damit ich das EU-LBT D16-Protokoll nutzen kann. Ich aktiviere die Telemetrie, damit die Daten an die Taranis-Funker übertragen werden. Und aktiviere das Piepsen der Motoren, wenn die Drohne verloren gehen sollte. Das Ganze speichern. Unter Batteriespannung bleibt alles unverändert. Bei PD-Werten lasse ich auch alles so stehen. Den Kanal 4 wähle ich für die RSSI-Anzeige. Unter Modes stelle ich zuerst den stabilisierten Mode Angel als Standard ein und füge den stabilisierten 3D-Modus Horizon hinzu. Ich füge einen Schalter für den Piepser ein. Air-Mode sollte immer bei Acro oder Horizon aktiv sein, wenn man Loopings fliegt. Den Flip-Over After Crash-Modus lege ich auch auf meinen Schalter 3. Unter Motoren gibt es nichts zu tun. Unter OSD prüfe ich, ob RSSI an ist. Noch zurück zu den Empfängern. Hier sind die Minimalwerte 988 und Maximalwerte 2012, was nicht optimal ist. Also muss ich das mit dem RX Range Befehl anpassen. Ich trage das für alle Sticks-Kanäle in eine Textdatei ein und füge es in die Kommandozeile ein. Danach speichern mit Save-Befehl. Nun sind alle Stickwerte sauber von 1000 bis 2000 eingestellt. Der Mobula 6 ist nun eingestellt und startet. Mobula 6 fliegt richtig gut, weil der Whoop ebenso leicht ist. Die Flugdauer ist ca. 4 Minuten und lässt sich sogar mit bidirektionalen BLHeli-S Firmware und RPM-Filter um mindestens 30 Sekunden verlängern. Hier fliege ich den Mobula 6 in Acro-Modus bei total schlechtem Licht. Und hier sieht man die Vorteile von der Runcam Nano 3 Kamera. Diese liefert gestochen scharfes Bild, trotz wenig Licht. Der Mobula 6 Whoop ist leicht zu fliegen und es gelingen alle Manöver. Vergleiche ich die Runcam Nano 3 Kamera mit der Kamera von Meteor 65, so sieht man hier die richtig großen Unterschiede. Das Bild von Meteor 65 ist unscharf mit wenig Details. Da reicht das wenige Licht für die Meteor 65 nicht aus. Hier gewinnt die Runcam Nano 2 Kamera deutlich.
Hier draußen war es etwas schwer, bei Nordseewind zu fliegen, obwohl ein sonniges Wetter war. Mit einem S-Whoop sollte man nur bei windstillen Tagen fliegen. Draußen sind die beiden Kameras recht ähnlich und vielleicht sogar die Kamera von Meteor 65 etwas besser. Bei Mobula 6 mit der Runcam Nano 3 gibt es hier zu viele Vibrationen, die entweder von der Kamerahaube oder von der Runcam-Linse kommen. Oder es ist einfach zu hell für die CMOS-Kamera. Auf jeden Fall ist die Halterung von Meteor 65 hier für draußen deutlich besser. Trotzdem ist das Bild der Runcam Nano 3 schärfer als das der Meteor 65 Kamera. Für mich sind beide Tiny Whoops perfekt für Indoor-Fliegen, wie eine Halle, Tiefgarage oder im Haus. Der 300 mAh Akku hält maximal 4 Minuten aus. Danach muss er mit der Restspannung von 3,3 Volt an das Ladegerät. Hier lohnt sich besser ein 6-fach 1S Ladegerät zu holen, wie das Uro AV U1. Das hat jeweils 3 Steckertypen für ein getrenntes Laden von bis zu 6 Akkus. Stromversorgung erfolgt über ein XT60 2 bis 4S Akku oder einfach per USB-Ladegerät oder per Powerbank, wie hier mit der Xiaomi 10.000 mAh Powerbank, die 2,1 Ampere liefert. Die Stromstärke kann von 0,1 bis 1 Ampere je Akku eingestellt werden. Hiermit kann ich gleichzeitig die vorhandenen 4 Akkus laden. Ich finde den Mobula 6 sehr gelungen, preiswert und perfekt für Einsteiger als auch für Profi-FPV-Piloten. So einen 65 mm Tiny Whoop braucht man unbedingt für die Winterzeit. Schade nur, dass der Winter fast schon ist und der Mobula 6 immer noch bei Banggood nicht lieferbar ist.